Grundsätzlich, man kann immer so von beiden Richtungen eigentlich denken. Also entweder man startet so vom Point of Divergence und guckt, wie sich dann die Geschichte... In der Urchronie, die wir untersucht haben, gab es einen Finanzcrash, einen Bankrun. Die Leute hatten kein Geld mehr, es wurde geplündert. Dann bildete sich Bürgerwehren und damit die Sicherheit der Zürcher Bevölkerung aufrechterhalten werden konnte, hat man die Leute getrackt. Die Vorgabe des Points of Diversion war, dass es zwischen 10.000 und 5.000 vor Christus stattgefunden haben muss. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass die Eisenzeit nicht stattgefunden hat. Und das hätte die ganze gesellschaftliche, technologische und politische Entwicklung komplett anders verlaufen lassen. Die Chronie, die wir eben entwickelt haben, ging nicht bis ganz in die Gegenwart, aber die Idee war, dass die Hochhäuser in der Stadt Zürich gebaut werden dürfen. Das hat dazu geführt, dass sie hinterm Landesmuseum in Platzspitz eins bauen wollten. Der Platz wurde dann aber besetzt von Gegnern dieser Initiative. Irgendwann hat sich dieser Platz dann zum Freistaat entwickelt. Das war interessant, also die Umwelt. Also dann ist das autofrei, also die in Zürich autofrei. Und die Hochhäuser, also die sie gebaut hat, also in Stadt, Innenstadt in Zürich. Also diese drei ist sehr interessant. Also ja. Was aufregend ist, dass man sich tatsächlich Gedanken macht über Eventualitäten, die hätten passieren können oder vielleicht noch passieren werden. Ich könnte mir schon vorstellen, in einer Welt zu leben, in der eben keine Autos rumfahren, in der überall Drohnen rumfliegen. Ich denke, man ist ja auch fast schicksalsergeben. Man muss dann dort leben, wie es die Gesellschaft zulässt. 400 vor Christus haben die Frauen gegen den Peloponnesischen Krieg sind sie aufgestanden, indem sie in den Sexstreik getreten sind. Wahrscheinlich wäre es weniger vertikale Macht, es wäre mehr eine Gesellschaft, die auf Kommunikation ausgerichtet ist. Die Eidgenossenschaft gäbe es wohl nicht. Die Ökonomie hat sich so weit verändert, dass keine Kriegswirtschaft mehr betrieben wurde, sondern dieses Geld zugunsten der Politik und der anderen Technologie, anderen Ökonomie verwendet wurde. Es würde mir wahnsinnig gefallen, so wie wir das herausgearbeitet haben, weil man hätte wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Zeit zum Schwatzen. Sobald sich der Einzelmensch bewusst wird, dass was auch immer er macht, von seinem Nächsten kopiert wird und dieser Nächste wiederum den Nächsten wiederum beeinflusst, hat das zur Folge, dass jeder Einzelmensch die Bedeutung seiner Tätigkeit viel ernster nimmt. Wir gingen weiter mit der Überlegung, was passiert dann, wenn das Penicillin nicht erfunden worden wäre. Es gibt eine sehr große Sterblichkeit und das Thema Tod ist viel, viel präsenter und da gab es tatsächlich auch Wissenschaften über dieses Thema und auch Erkenntnisse darüber, was dann passiert im Moment des Sterbens oder besser gesagt, jeder kann sich mit gewissen Tricks wahrscheinlich dabei zuschauen oder dabei sein, wenn er stirbt. Die eine war über eine Klimaveränderung hier in der Schweiz, als es einmal sehr ganz warm war. Ja, da hätten wir vielleicht überall hier in Zürich auf dem Markt Bananen oder Ananas, die man hier gepflanzt hat. Und auch es wäre freundlicher draußen, weil kann man immer die Leute draußen treffen und hätte man auch mehr Sport. Vielleicht die Schweiz wäre schon eine Fußballnation. Die ganze Gesellschaft wäre lokal orientiert und nicht internationalisiert. Ja gut, das ist, wie gesagt, wenn sich in der Antike was geändert hätte, wie würde Zürich aussehen? Ich meine, vielleicht gäbe es gar kein Zürich. Ich denke, wir sind hier und heute und wir können unser Zürich so machen, wie wir uns das vorstellen. Wir können unsere Räume suchen und ich glaube, das ist das, was wir alle auch machen. Und ich denke, das ist eigentlich das Schöne daran, dass man sich mal Gedanken macht, was man eigentlich alles machen könnte oder was hätte sein können.